Hm, Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Pure Morning Session in diesem neuen Jahr in 2026. Ich hoffe, du bist gut schon gelandet in diesem neuen Jahr. Ich merke, dass für mich ich immer so ein bisschen brauche, um im neuen Jahr anzukommen. Und das dauert auch dieses Jahr noch ein bisschen für mich. Und da dachte ich mir, wir machen heute etwas, wo wir im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen frischen Wind in dieses neue Jahr mit hineinbringen mit uns. Und wir gehen dazu in eine Atemtechnik. Das ist nicht im engsten Sinne eine yogische Atemtechnik, sondern eine, die häufig auch unter dem Namen verbundener Atem läuft, bewusster verbundener Atem, Conscious Connected Breath oder auch Wim Hof Atmung. Und dieser Atem hat ganz vielfältige Effekte auf unser ganzes System, zu denen ich gleich noch ein bisschen mehr sagen möchte. Zuerst aber, es gibt ein paar Einschränkungen, wann du diesen Atem nicht praktizieren solltest. Und mir ist ganz wichtig, dir das einmal mitzugeben, dass du schauen kannst, ob das auf dich zutrifft. Und wenn das der Fall ist, dann schau, dass du ruhig und tief in deinen Bauch stattdessen atmest oder vielleicht auch die Atempause weglässt. Und diese Einschränkungen sind zum einen, wenn du Epilepsie haben solltest, wenn du Herz-Kreislauf-Erkrankungen hast, wenn du gerade schwanger sein solltest, dann ist dieser Atem auch leider nicht für dich geeignet. Bei unbehandeltem Bluthochdruck oder akuten Infektionen, schweren Atemwegserkrankungen wie zum Beispiel Asthma wäre auch so eine Kontraindikation. Oder auch wenn du gerade kürzlich operiert wurdest und noch eine Operationswunde irgendwo im Körper hast. Genauso auch wenn du unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gerade stehen solltest. Oder das Raynaud-Syndrom. Das ist so ein Syndrom, wo man schlechte Durchblutung in den Fingern und Zehen hat und die dann manchmal auch so blau anlaufen. Genau. Wenn das aber alles nicht auf dich zutrifft, dann kannst du total gerne mitmachen. Und bevor wir gleich noch mehr zu dem Atem kommen, wollen wir erstmal einmal einchecken mit uns, schauen, wie wir heute überhaupt hier sind, wie unser Körper hier ist. Und dazu finde gerne einmal deinen bequemen, aufrechten Sitz. Du kannst dich noch mal so ein bisschen zurechtruckeln. Schauen, dass du gut geerdet bist über die Unterlage unter dir. Und dann lass hier gerne mal die Schultern weit zu deinen Ohren hochkommen und mit dem Ausatmen nach hinten rollen. Mach das gerne noch so ein-, zweimal. Und du kannst deine Augen schließen oder geöffnet halten, weich Richtung Erde gerichtet. Findest deine Variante hier. Und dann lass uns hier starten mit 3 tiefen gemeinsamen Atemzügen. Atme dazu ein durch deine Nase, füll Bauch und Brustkorb ganz mit neuer Luft. Und ganz lösend aus über deinen geöffneten Mund, gern mit einem Geräusch, einem Seufzen. Tief ein durch deine Nase und lösend aus. Noch einmal so tief ein. Atme noch mehr Luft ein und noch ein bisschen mehr. Und dann halte hier deinen Einatmen an diesem höchsten Punkt in dieser Pause. Erlaube noch einmal deiner Muskulatur weich zu werden, sich zu entspannen, Beckenboden gelöst, Schultern, die noch einmal deinen Rücken herabgleiten, Kiefer und Stirn ganz weich. Für noch 3, 2, 1. Atme lösend aus. Und dann lass deinen Atem zu seinem natürlichen Rhythmus zurückfinden für den Moment. Sanft ein und aus durch deine Nase. Solltest du gerade erkältet sein, kannst du natürlich auch durch deinen Mund atmen. Und mit jedem Ausatmen, der kommt, lass dich noch ein bisschen schwerer in den Untergrund unter dir sinken. So als würdest du kleine Wurzeln ausbilden, dich mit der Erde unter dir verbinden. Und nimm einmal wahr, wie du heute hier bist. Vielleicht ist es morgen bei dir, vielleicht schaust du auch die Aufzeichnung, das ist eine andere Tageszeit. Was kannst du jetzt gerade spüren und wahrnehmen?
auf körperlicher Ebene. Wie ist deine Energie in diesem Moment? Ist da ganz viel übersprudelnde Energie oder vielleicht Schlappheit oder Müdigkeit oder Erschöpfung oder etwas ganz anderes? Womit ist dein Geist beschäftigt in diesem Moment? Gibt es da eine bestimmte Emotion, ein Gefühl, das gerade ganz vordergründig für dich wahrnehmbar ist? Und du nimmst dies beobachtend wahr, ganz ohne das Bestreben daran, etwas zu ändern. Und dann lässt du von hier deinen Atem ein bisschen voller werden, ihn mit dem Einatmen tief in deinen unteren Bauch, in deinen Schoß sinken. Vielleicht bringst du dazu auch eine Hand auf deinen Bauch. Und mit dem Ausatmen zieht dein Nabel zur Wirbelsäule, du atmest vollständig aus. Ein paar dieser tiefen Bauchatmungsatemzüge in deinem Rhythmus, in deinem Tempo. Deinen Bauch nach außen sich auswirbeln lassen, wie ein Ballon mit dem Einatmen. Mit dem Ausatmen fällt deine Bauchdecke zur Wirbelsäule zurück. Wahr, wie dein Atem heute Morgen oder heute Abend oder wann immer du diese Praxis machst, ist. Wo du ihn gut spüren kannst, wo er dich bewegt. Und dann atme noch einmal tief ein, vollständig aus. Dein Einatmen lässt deine Arme über die Seiten Richtung Decke ziehen. In seinem großen Halbkreis Handflächen und Fingerkuppen berühren sich und ausatmen. Du lässt deine Daumen vor dein Brustbein, vor dein Herz sinken. Einatmen, deine Arme steigen auf Richtung Decke. Du streckst dich, nimmst Raum ein und ausatmend. Vielleicht berühren deine Daumen deine Stirn, deine Nasenspitze, während sie vor dein Herz sinken. Noch einmal so einatmend, heb die Arme weit über die Seiten. Und ausatmend, lass deine Hände sinken vor dein Herz ins Anjali Mudra. Und dann ist dein Einatmen, der dich nochmal in die Länge schiebt, der deinen Herzraum füllt, deine Daumen, die deinen Herzschlag spüren. Atme noch einmal tief ein. Und ausatmend, falls du im Schneidersitz sitzt, bring deine Hände auf deine Knie nach links und rechts. Wenn du im Fersensitz sitzt, dann kannst du das auch genauso gut dort machen und die Hände vorne auf deine Knie bringen. Und dann ist dein Einatmen, der Brustkorb und Bauch nach vorne durchzieht. Und ein Ausatmen, du schaust Richtung Nabel, Kinn zum Brustkorb, hältst dich an den Knien fest und rundest. Dein Einatmen schafft wieder Weite im Brustkorb. Und dein Ausatmen lässt dich wieder runden. Sitzende Katze, Kuh in deinem Atemrhythmus. Nimm einmal wahr, wie fühlt sich diese Bewegung an? In deiner Wirbelsäule, in deinem Brustraum, in deinem Becken, deinem Sitz. Noch ein paar Runden so kleine oder große Bewegungen, wie sich jetzt für dich gut anfühlen. Dann atme noch einmal ein, noch einmal aus. Und diesmal mit dem Einatmen löst du deine Hände, hebst deine Arme weit über deinen Kopf. Und ausatmend beugst an den Ellenbogen, ziehst die Schulterblätter zusammen, schiebst hier Brustkorb und Herz nach oben, atmest hier ein. Und ausatmen wie so große Flügel, schaust wieder zum Nabel, bringst die Hände vorne vor deinem Kopf zusammen und der Einatmen öffnet hier wieder und du beugst die Ellenbogen. Komm einmal zur Seite, damit du es besser sehen kannst. Ausatmen, du rundest und einatmen, du öffnest, schiebst deinen Brustkorb nach vorne. Ausatmen, Fingerspitzen wollen nach vorne reichen, du rundest und der Einatmen öffnet wieder. Noch ein paar Mal so.
Dann ist da ein Einatmen, der dich öffnet. Und der Ausatmen, du drehst dich nach rechts, die linke Hand an die Außenseite vom rechten Bein, der rechte Arm geht nach hinten, du atmest hier ein. Und ausatmen, kommst wieder nach vorne, überkreuzt die Arme, rechte Hand aufs linke Knie und einatmen, der linke Arm geht nach hinten. Ausatmen, du kommst wieder zur Mitte, wechselst die Hände und einatmen. Rechter Arm öffnet sich nach hinten, du schaust deiner Hand hinterher. Ausatmen, wieder zur Mitte und einatmen nach links. Noch einmal jede Seite, aus nach vorne. Einatmen, du öffnest nach rechts. Ausatmen, wieder nach vorne. Und einatmen, du öffnest nach links. Ausatmen, komm nach vorne. Finde deinen bequemen Sitz. Und dann werden wir von hier in diesen Wim Hof Atem gehen. Und wir werden 3 Runden praktizieren. Und dieser Atem hat ganz viele Effekte auf deinen Körper und auch auf dein Nervensystem. Er kann zu mehr Entspannung und Konzentration und Fähigkeit und Ausgeglichenheit führen, zu einer erhöhten Resilienz, einer erhöhten Stresstoleranz, zu mehr Energie, zu besserem Schlaf. Was haben wir noch? Stärkung von deinem Herz-Kreislauf-System und deinem Immunsystem kann auch unterstützend sein bei Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Rheumatoide Arthritis. Und genauso sorgt es auch dafür, weshalb es da häufig verwendet wird, bevor man in die Kälte geht, zum Beispiel in ein Eisbad, weil auch dort es für den Körper dadurch erleichtert wird, diesen Kältereiz zu ertragen. Und dieser Atem funktioniert so, dass wir in eine kontrollierte Hyperventilation für etwa 30 Atemzüge gehen, wo du dem Körper mehr Sauerstoff gibst. Das heißt, du lädst deine ganzen Gewebe, deine Zellen, deine Organe mit Sauerstoff für den Moment auf. Und das führt dazu, dass danach in der Atempause, die kommt, wenn wir vollständig ausatmen und den Ausatmen halten, dass in dieser Atempause der Reflex zum Wiedereinatmen, dieser Einatemreflex, dass dieser Abstand, dieser Zeitraum vergrößert wird. Und dadurch werden ganz viele biochemische Prozesse in unserem Körper angestoßen, die einen hilfreichen Effekt auf uns haben können und auf unser Leben. Und dann ist da diese Atempause. Ich gebe uns heute bis zu 1 Minute den Atem zu halten, den Ausatmen. Du kannst aber jederzeit einatmen, wenn du merkst, du möchtest einatmen. Wichtig ist nur, wenn du wieder einatmest nach der Atempause, dass du für etwa 15 Sekunden den Einatmen hältst. Das ist dieser sogenannte Recovery Breath, dieser Erholungsatem, wo du deinem Körper dann wieder Sauerstoff zur Verfügung stellst nach der Atempause. Und dann atmest du vollständig wieder aus und dann starten wir in die nächste Runde. Und solltest du vor dem Ende der 1 Minute Atempause schon wieder eingeatmet haben, was total in Ordnung ist, dann wartest du einfach so lange auf die nächste Runde, bis wir dort alle angekommen sind und atmest währenddessen ruhig und gleichmäßig durch deine Nase oder durch deinen Mund. Es kann sein, dass du dabei Körperempfindungen hast. Manchmal kriegt man so ein Kribbeln in den Fingern, leichter Schwindel. Es kann auch wirklich sein, in diesem Atemhalten, in dieser Pause, dem Halten des Ausatems, dass dir da so ein Gefühl von Beklemmung kommt, weil du halt den Atem anhältst und dein Körper denkt, oh Gott, was passiert da jetzt? Wieso atmet sie oder er nicht wieder ein? Und ja, manchmal ist es auch so, dass der Körper sich so ein bisschen anfängt zu bewegen. Manchmal ist da ein Gefühl von sehr großer Ruhe und du schaust einfach für dich, was da bei dir passiert und hörst gut auf dich und deine Bedürfnisse. Wenn irgendwas sich komisch anfühlt, du kannst jederzeit rausgehen, atmest dann tief ein und hältst den Einatmen für 15 Sekunden und atmest dann einfach wieder normal und gleichmäßig. Und genau. Wir nehmen diese 30 Atemzüge gemeinsam. Ich zähle uns durch. Ich zeige dir gleich noch einmal, wie diese Atemtechnik geht. Ich werde nicht die ganze Zeit mitatmen, weil ich dann nicht sprechen kann. Dich aber mit meiner Stimme da durchführen. Du kannst die Augen geschlossen halten oder offen. Du kannst dich hinlegen oder sitzen bleiben. Bitte mach das nicht, solltest du gerade irgendwie Auto fahren oder unterwegs sein, weil es manchmal halt wirklich zu so einem Schwindel oder so einem leichten Benommenwerden auch führen kann.
Genau. Du schaust einfach, wie es sich für dich anfühlt. Dieser Atem zum Anreichern mit Sauerstoff von unserem Körper, der ist so, dass wir immer dabei über den Mund ausatmen und der Einatmen kann über deine Nase oder auch über den Mund gehen. Das ist Geschmackssache, es ist beides völlig fein. Der Einatmen ist ganz tief, du füllst dich bis in deinen Bauch hinein, wie eben am Anfang auch. Und der Ausatmen, du lässt die Luft gehen. Und das kann dann so sich anhören und so ausschauen. Der Körper kann auch wirklich mitgehen in diese Bewegung. Bei mir tut er das meist immer sehr stark, bei manchen nicht so stark. Auch das ist fein. Und es ist so, dass wir gleich gemeinsam starten. Ich zeige dir jetzt mal einmal, wie es aussehen kann und wie es sich anhören kann. Du atmest vollständig ein durch den Mund und vollständig aus zum Beispiel. Und mein Körper fängt schon ganz automatisch für mich sich an mitzubewegen. Das bin aber ich. Kann sein, dass es bei dir anders ist. Genauso, du kannst auch einatmen durch die Nase, aus durch den Mund. Das kann manchmal dazu führen, dass es sich in der Nase sehr trocken und so ein bisschen unangenehm anfühlt. Schau, was für dich besser ist, probier dir das aus. Vielleicht kennst du diesen Atem auch schon, weißt genau, was deine bevorzugte Variante ist. Und dann komm hier in deinen bequemen Sitz oder ins Liegen. Es kann auch manchmal sein, dass dir wärmer oder kälter wird während dieser Atemtechnik. Deswegen hab vielleicht was Warmes zum Zudecken, eine Decke oder Socken da. Vielleicht wird dir auch warm und du möchtest irgendwas ausziehen. Gut, und dann starten wir gleich in die erste von diesen 3 Runden. 30 Atemzüge in diesem tiefen Atem, der verbunden ist, der keine Pause hat. Dann vollständiger Ausatmen, die Möglichkeit bis zu 1 Minute den Atem anzuhalten. Ich time uns mit dem Timer. Und dann ein tiefer Einatmen, 15 Sekunden halten vom Einatmen, ausatmen und beginnen die nächste Runde. Sehr gut. Rubbel dich nochmal zurecht. Und dann atme nochmal tief ein durch deine Nase. Ganz lösend aus. Noch 2-mal so tief ein durch deine Nase. Lösend aus. Tief ein durch die Nase. Und lösend aus. Und dann beginnen diese 30 Atemzüge. Vollständig ein durch deinen Mund oder Nase. Vollständig aus. Vollständig ein. Vollständig aus. Ein. 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 Aus. Vollständig ein. Vollständig aus. Vollständig ein. Vollständig aus. Vollständig ein. Und aus. Ein. Lass los. Ein. Lass los. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Letzte 3. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Atme vollständig ein. Vollständig aus. Und bleib in der Atempause. Lass den kompletten Atem gehen. Halte den Ausatmen. Erlaube all der Muskulatur, die noch hält, weich zu werden. Entspann deine Muskulatur, deinen Körper. Jeder Muskel, der angespannt ist, verbraucht Sauerstoff, verbraucht Energie. Du wirst schwer, lässt dich sinken in diesem Halten. Wenn der Impuls kommt, für dich einzuatmen, kannst du das jederzeit tun.
und hältst dann für 15 Sekunden den Einatmen. Ansonsten noch 10 Sekunden in diesem gemeinsamen Halten des Ausatems. Atme vollständig ein. Halte den Einatmen 15 Sekunden. Entspann deinen Körper, die Muskulatur. Halte den Einatmen. Atme aus. Einmal ruhig und gleichmäßig ein. Ruhig und gleichmäßig aus. Und wir starten in die zweite Runde. Vollständig ein. Vollständig aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Lass los. Ein. Lass los. Ein. Lass los. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Vollständig ein. Vollständig aus. Vollständig ein. Vollständig aus. Vollständig ein. Vollständig aus. Vollständig ein. Vollständig aus. Ein. 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 Aus. Letzte 3. Ein. Aus. Ein. Aus. Letztes Mal ein. Aus. Vollständig ein. Vollständig aus. Halte den Ausatmen. Bleib in dieser Pause. Erlaube deinem Körper, der Muskulatur zu entspannen. Entspann deinen Körper, entspann deinen Geist. Geh in diese Pause, in diese innere Stille, diese Leere. Vielleicht ist da ein Kribbeln, kleine Bewegung, Wahrnehmung, leichter Schwindel, Wärme oder Kälte. Wenn du eingeatmet hast schon, dann halte den Einatmen 15 Sekunden. Ansonsten noch 10 Sekunden in der Leere hier. Atme vollständig ein. Halte den Einatmen für 15 Sekunden. Halte. In dieser Fülle. Atme vollständig aus. Ruhig und gleichmäßig ein. Ruhig und gleichmäßig aus. Und wir gehen in die dritte Runde. Vollständig ein. Vollständig aus. Vollständig ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Vollständig ein. Aus. Vollständig ein. Lass los. 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 Vollständig ein. Vollständig aus. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Letzte 10. Ein. Und aus. Ein.
und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein, aus. Letzte 5. Ein, aus. Ein, aus. Vollständig ein. Aus. Vollständig ein. Aus. Vollständig ein. Und aus. Atme vollständig ein. Vollständig aus. Geh in die Leere, in die Pause für 1 Minute. Entspann die Muskulatur, deinen Bauch, Stirn, Kiefer, Schultern, Beckenboden. Überall dort, wo du gerade noch hältst, werde dort weich, sinke. Lass deinen Geist sich entspannen, deinen Körper. Bleib mit all den Empfindungen, all den Wahrnehmungen, die jetzt sind. Kribbeln, Prickeln, Wärme, Kälte, etwas ganz anderes. In diesem letzten Halten, dieser letzten Pause. Mach dich bereit für den Einatmen. Atme vollständig ein. Halte den Einatmen 15 Sekunden. Lass deinen Körper weich werden. Halte, halte, halte. Und atme vollständig aus. Lass deinen Atem seinen natürlichen Rhythmus wiederfinden. Bleib im Sitzen oder leg dich total gerne hin zum Ausruhen, zum Integrieren, zum Wirken lassen des Effektes dieses Atems. Du kannst die Augen geschlossen oder offen haben. Und wir gehen in etwa 4 Minuten Stille im Liegen oder im Sitzen, im Wahrnehmen des Effektes dieses verbundenen Atems auf dein System, auf deinen Körper, auf deinen Geist, auf deine Energie und deine Emotionen, dein Nervensystem, bis dich in etwa 4 Minuten ein Klang wieder auftauchen lässt. Und du nimmst wahr und bist mit all dem, was jetzt ist. Da können Emotionen sein, da können Körperwahrnehmungen sein. Und alles darf sein, alles ist okay.
Und du beginnst mit diesem Klang langsam wieder aufzutauchen. Vielleicht liegst du, vielleicht sitzt du. Da kann ein tieferer Atemzug sein, der dich wieder mehr landen lässt in deinem Raum, auf deiner Matte, in deinem Sitz oder in einem Liegen. Vielleicht sind da kleine Bewegungen, die entstehen. Ein Strecken, ein Räkeln, Berührung. Augen, die noch geschlossen sind oder Augen, die sich aufblinzeln, sodass du dich orientierst bei dir im Raum. Wenn du noch im Liegen bist, dann finde in deiner Geschwindigkeit wieder zurück in deinen aufrechten Sitz. Aber keine Eile, lass dir Zeit. Wenn du noch Zeit hast, du kannst auch super gerne noch weiter liegen bleiben und deine Ausruhphase verlängern oder noch weiter in der Meditation sitzen. Schau, was sich für dich jetzt gut und stimmig anfühlt. Und wenn du aber wieder in deinen Tag oder in deinen Abend starten möchtest, dann finde hier noch einmal eine Geste für dich, die dir selbst Dankbarkeit gegenüber symbolisiert. Vielleicht ist das beide Hände auf deinem Herzen, vielleicht ist es eine eigene Umarmung, so ein bisschen hin und her wiegen, vielleicht sind es die Hände vor dem Herzen zusammen, vielleicht eine ganz andere Bewegung oder Berührung. Und bedanke dich hier bei dir selber, dass du mit dieser Praxis, mit diesem Atem dir selbst Zeit geschenkt hast und Aufmerksamkeit und bei dir warst, dir diesen Raum für dich selbst genommen hast, diese Zeit für dich selbst. Und dann lass uns diese Praxis mit einem ganz tiefen Einatmen und einem lösenden, seufzenden Ausatmen beschließen. Atme tief, tief ein und ganz lösend über deinen Mund aus. Dann ist da die Schwerkraft, die deine Stirn Richtung Fingerspitzen, Richtung Herz sinken lässt, in so eine Verneigung vor dir selber voller Dankbarkeit. Doch ich danke dir, dass du heute mit mir geübt hast, dass wir heute gemeinsam Zeit auf der Matte verbracht haben. Ich wünsche dir und uns allen, dass wir ganz gut und sachte und gemächlich in diesem neuen Jahr landen und uns immer wieder Momente nehmen, wo wir uns Raum und Zeit für uns, fürs Wahrnehmen, fürs Spüren, fürs Atmen gönnen. Und ich glaube, dass je mehr wir uns Zeit dafür für uns selber nehmen und uns diesen Raum nehmen, je mehr wir etwas für uns tun, uns selbst etwas Gutes tun, uns selbst nähren, dass wir auch dann umso besser etwas Gutes für andere tun können oder für die Welt um uns herum. Und dieses, was wir uns geben, dieses Gute, diese Arbeit mit uns selber, und dass dies so einen Ripple-Effekt, wie so kleine Wellen, die sich ausbreiten, in die Welt um uns herum hat. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag, ganz wunderbaren Abend, Morgen, wann auch immer du dies schaust. Die Aufzeichnung geht am Freitag online. Du kannst mich unterstützen mit einem Like oder einem Kommentar unter den Videos und einem Abo meines Kanals. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, alle 2 Wochen, Dienstagmorgens live. Danke dir. Danke, danke, danke.